Glück auf und Howdy aus Austin in Texas. Es ist 6:20 Uhr und wir machen uns auf den Weg nach Houston. Genau, wir wollen euch mal einen kleinen Ausschnitt zeigen aus der Tour, die wir euch mal damals vor vielen, vielen Monaten hier mit an die Hand gegeben haben. Meine Eltern sind da und wir fahren nach Houston, besuchen dort die NASA und fahren dann auch nach Galveston und filmen ein bisschen dabei. Viel Spaß bei diesem Video. Immerhin, die ersten 2 Worte in diesem Video von Tina. Viel Spaß. Die 8er Miles in Texas, der Weg war nicht leicht. Doch jetzt stehen sie hier unter dem weiten Himmel, unendlich und weit. Von der Kohle zum Staub, vom Bergwerk zum Wind, Texas ist jetzt hier zu Hause, wo der neue Traum beginnt. Es ist ein bisschen stürmisch geworden. Erster Halt hier von Austin nach Houston ist natürlich Buc-ee's. Buc-ee's ist auf jeden Fall ein Muss. Wir halten immer bei Katie's an, also wenn du auf die Karte guckst und von Austin nach Houston fährst, da ist der erste Buc-ee in Bastrop. Aber das ist zu nah. Darum fahren wir immer bis nach Katie. Interessante Infos, oder? Egal. Darum fahren wir bis nach Katie, hauen uns hier so ein Croissant mit Ei und Bacon rein. Tina hat, glaube ich, einen Wrap genommen, ein Breakfast Burrito, irgendwie sowas. Und dann geht's weiter. Jetzt sind jetzt von hier aus, ich würde mal sagen, noch 30 Minuten bis zu unserem ersten Stop in Houston. Und das ist die NASA. Ich filme da. Es ist ein bisschen windig in Houston und ihr seht schon, wo wir sind, ne? Bei der NASA. Das ist unser erster Stop hier. Wir haben 4 Tickets gekauft für 110 US-Dollar. Das ist günstig. Also ich empfehle euch auf jeden Fall, online die Tickets vorher zu holen. Wir haben 2 Seniorentickets dabei geholt, muss ich sagen. Denn meine Eltern sind ja dabei. Und jetzt gehen wir rein und wir führen euch ein bisschen rum. Ich weiß nicht, ob es zu langweilig wird, aber vielleicht erzählen wir ein paar Karlauer. Da müsst ihr einfach durch. Außerdem seht ihr ja, dass es wirklich super kalt geworden ist in Texas, aber nur für 2 oder 3 Tage. Dann hat der Sommer uns wieder. Ja, gehen wir mal gucken. Zweiter Stop, Galveston. Und der Zuschauer, der uns schon länger folgt, der weiß, Galveston finden wir vom Strand her nicht so toll. Nee, das Wasser ist halt nicht blau. Das müsst ihr halt wissen. Das Wasser in Galveston ist eher sehr aufgewühlt und braun. Und hat den höchsten Bakteriengehalt in den ganzen USA. Aber das ist auch nicht schlimm. Ich meine, ein bisschen mehr gucken ist ja immer ganz nett, auch wenn es heute ist wirklich. Wir haben eine Kaltfront erwischt. Ne? Gestern war irgendwie 28 Grad und jetzt haben wir hier 12 Grad und es ist kalt. Darum gehen wir jetzt erst was essen und wärmen uns mit einem kalten Bier auf. Das macht keinen Sinn. Nein, macht überhaupt gar keinen Sinn. Deswegen trinken wir eine heiße Schokolade. Heiße Schokolade. Übrigens hat der Pleasure Pier da hinten, ne? Der hat heute auf. Und das ist sehr selten, denn es ist Montag, ne? Und der hat nicht immer auf. Ist es Montag heute? Ich glaube, es ist Montag. Oh, wir haben zwischen den Tagen. Weißt du, zwischen den Tagen. Warum heißt das halt nicht zwischen den Tagen? Ja, das blenden wir den Wikipedia-Artikel mal ein. Ich habe Hunger. Ja. Und wenn ihr mal in Galveston seid, dann empfehle ich euch auf jeden Fall ins Murdoch's zu gehen. Das ist hier am Seawall Boulevard. Und einfach cool, weißt du, du kannst ja hier im Sommer, also jetzt nicht, weil jetzt ist einfach irgendwie arschkalt, oder? Ja, jetzt ist es super kalt. Aber das ist so irgendwie unser Place, wo wir jedes Mal hingehen und immer irgendwas finden. Also es ist ein ganz süßer kleiner Store und den gibt es schon seit fast 100 Jahren. Ja, so wie uns. Ich bin ja 82, wisst ihr ja. Nein, aber das ist wirklich cool. Also im Sommer hier, ne, kannst du hier schön ein Bierchen nehmen und kannst dich hier auf diese Terrasse hinsetzen und genießt den Blick auf den Golf von Amerika. Das lohnt sich total. Das ist total cool. Golf von Mexiko. Amerika. Bye.
Ladies and Gentlemen, es ist nachmittags und wir haben uns tatsächlich dazu entschieden, dass wir eine Nacht hier verbringen, weil ihr wisst ja, Vater und Mutter sind ein bisschen älter. Wenn ich 82 bin, sind die 160 und die Rückfahrt nach Austin, die klemmen wir uns und wir haben uns ins Hotel Lucene eingecheckt, das ist direkt am Seawall und wir machen das, was wir normalerweise nie machen, weil wir sind ja keine YouTuber, machen wir eine Roomtour, weil Mutti hier meinte, André, wir müssen eine Roomtour machen hier. Ja, aber ich glaube, eigentlich kommt das schon interessant. Das ist schon cool. Roomtouren sind cool, oder? Leute. Ja, passt total gut zu so einem Format. Also wir machen eine Roomtour. Ich drehe jetzt das Handy, weil ich filme ja total professionell, weil das alles sehr spontan ist mit meinem iPhone und wir gucken uns mal das Hotel Lucene an. Wir haben Zimmer 211, falls das irgendjemand interessiert. So, ihr seht schon, ich bin professioneller Roomtour-Filmer und es ist sensationell, die haben ein Bett hier. Ist das nicht geil? In einem Hotel haben die ein Bett und Achtung, die haben einen Fernseher. Irre, sogar in Farbe, abgedreht und noch nicht mal Röhre. Und wenn die Mutti jetzt hier hochprofessionell den Vorhang öffnet und wir einen Blick nach... Ihr müsst verstehen, es ist Dezember, ne? Es ist jetzt keine Hochsommersaison, ne? Aber wir sind gerade schon mal durchs Hotel gegangen und ich muss schon sagen, also für Galveston ist das schon wirklich schick, ne? Es sieht ein bisschen alt aus, aber das liegt auch daran, dass wir gerade Winterzeit haben. Die haben ganz viele Bars hier. Ich würde sagen, das ist so eine Art Boutique-Hotel, oder? Würde ich auch sagen. Genau, ist ein Boutique-Hotel, ist nicht eins der großen Ketten. Und ja, wir haben uns hier eingecheckt. Ich weiß gar nicht, was hat das Zimmer gekostet? Weiß man das? Nee, das weiß ich nicht. Mutti weiß es nicht. Ich schaue mal nach und blende es ein. Es ist auf jeden Fall erschwinglich. Es ist direkt am Meer. Ne? Also wenn ihr im Sommer mal irgendwie plant, so 1-2 Tage vielleicht von einem Roadtrip kommt und in Houston wieder zurückfliegt und euch entscheidet, irgendwie machen wir mal einen Halt in Galveston, dann glaube ich, ist das Hotel Lucene ganz gut. Das ist halt wirklich nicht so wie Hilton oder Courtyard oder so. Ich meine, das sind super Hotels, ne, mit Sicherheit. Ne? Aber manchmal mag ich halt so ein bisschen Boutique-Style. Ne? Und das ist halt ganz gut hier. Wir gehen gleich mal nach unten. Die haben auch einen guten Barbereich, einen guten Lounge-Bereich und ich zeige euch ein bisschen was zu dem Hotel und vielleicht habt ihr ja Bock, mal im Hotel Lucene zu schlafen. Man merkt übrigens daran, dass wir keine hochprofessionellen Roomtour-Typen sind, weil ich habe vergessen, euch das Badezimmer zu zeigen. Und die sensationelle Minibar, die hat, pass auf, ich lese mal vor, das ist so geil, ne? Snacks, Chips, $3. M&M's, $3. Nutella, da steht Nutella auf der Karte, $3. Sour Gummies, $3. Beef Jerky, ihr werdet das kaum glauben, $5. Das ist auch so geil. Wasser nehmen die $4 für. Canned Coffee $5, Bier $7. Ist es uns das wert? Ihr wisst ja, ich trinke gerne. So, gucken wir weiter. Wir schauen mal nach hier. Ich habe euch ja versprochen, wir gehen mal ins Badezimmer. Da ist es schon. Ich drehe mal die Kamera um. So, und ihr steht ja so auf Roomtouren und das sieht ehrlich gesagt sehr sauber aus. Ich bin überrascht. Und das ist der André. Guten Tag. Guck mal hier, das ist da wirklich alles top gepflegt. Also gar nicht so übel, oder? Dusche, keine Schimmel zu erkennen. Ein bisschen Hall. Und also ich finde... Es sieht durchaus sehr gepflegt aus. Also Hotel Lucene ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Guck mal, das ist auch geil, ne? Wenn ich da im Spiegel bin, dann seht ihr die Tina im dicken Pullover, weil es ist einfach arschkalt. Wie gesagt, gestern 28 Grad, heute 10. Es ist einfach irre. Weiter geht's. Die Altstadt von Galveston, The Strand, ist auf jeden Fall sehr sehenswert. Also wenn ihr mal die Nase voll habt von dem ganzen Strand und Meer und Bier trinken, dann geht ihr halt Bier trinken hier an The Strand. Und das ist, glaube ich, schon, kann man sagen, historisch. Ist das die Altstadt? Ich würde sagen, ja, auf jeden Fall. Und es ist so hübsch. Also es ist wirklich sehenswert, weil die Gebäude erinnern mich sogar so ein bisschen an Louisiana. Dieses Louisiana, wo wir im letzten Video gesagt haben, boah, das ist total doof. Ja, trotzdem. Ich meine, guck dich mal um, guck da mal hier hinter dir. Diese Balkone da, das sieht schon. Nein, das ist wirklich toll. Also was Tina meint, ist tatsächlich, die hat so ein bisschen Südstaaten-Flair hier. Ja. Ist alles sehr, sehr gepflegt eigentlich. Ne? Also man sieht hier nirgendwo Schmierereien anwenden. Und die Shops sind manchmal sehr abgedreht. Also es gibt hier sehr viel Weed, habe ich den Eindruck. Ne? Da hinten ist so. Aber nur noch bis Mitte des Jahres, weil Weed wird hier komplett überall verboten in den USA. Und wir wissen alle, was verboten hier heißt. Das heißt so, das ist eine Empfehlung, dass man das nicht mehr machen soll. Nein, aber wir gehen mal ein bisschen rum, wir filmen ein bisschen und dann macht euch selbst mal ein Bild von Galveston, The Strand.
So Leute, und ihr wollt ja immer wissen, was die Tina so beruflich macht, ne? Also neben dem Schreiben für Austin.com hat sie jetzt, und jetzt ist es raus, ne? Ich habe irgend so eine schäbige Boutique in Galveston. Ich weiß noch nicht mal, was ich verkaufe, aber ich glaube, das ist ganz schön viel Krimskrams und Tüllefit und Mist. So, wer erkennt den Rechtschreibfehler im Hintergrund? Stuttgarten Tavern. Ich bin zuversichtlich, dass wir da deutsches Bier kriegen, aber ich glaube, der Laden hat zu. Ein neuer Tag und die Sonne ist wieder da. Wir haben 28 Grad. Nein, ist gelogen, oder? Ja, es ist leider noch ein bisschen kühl, aber die Sonne hat extrem viel Kraft. Also die Sonne ist schön warm, der Wind ist eiskalt. So, wir gehen jetzt noch ein bisschen am Strand spazieren und dann zeige ich ein bisschen Galveston bei Sonne und nicht nur bei Wind.